Arda Güler, Arda Güler, Arda Güler, Arda Güler. De los dos. Pedri. De los dos, me parecen increíbles los dos. Pedri. Con Arda Güler. Hallo meine Freunde, hola Madridistas, das war die Einschätzung von einem Mittelfeldgenie wie Guti. Meine Güte, habe ich Guti als Fußballer geliebt. Ein Zauberfuß, die Hacke auf Benzema gegen Deportivo La Coruña in Riazor werde ich nie vergessen. Aber ansonsten auch ein genialer Fußballer, auch einmal mit einer Hacke auf Zinedine Zidane, der den Ball in den Winkel schießt. Guti war ein Genie und ihr habt die Einschätzung gehört von Guti zwischen Arda Güler und Pedri. Guti würde sich für Arda Güler entscheiden. Ein bisschen Stimmung schon für den Classico. Aber bevor wir uns um den Classico kümmern können, müssen wir uns erstmal um Juventus Turin kümmern. Die sind schwer genug. Gegen die spielen wir morgen. Ja, und heute unterhalten wir uns über einen Spieler, unter anderem, der Juventus Turin vorgestern alleine fertig gemacht hat, nämlich Nico Paz. Wir schauen uns an, was hat er gemacht, was sind die Pläne von Real Madrid. Dann haben wir das Training. Wir unterhalten uns über Real Madrid Castilla. Wir unterhalten uns aber auch über Endrick. Denn laut verschiedener Quellen, unter anderem Fabrizio Romano, hat der Brasilianer sich entschieden, er möchte im Wintertransfermarkt ausgeliehen werden. Was da los ist und noch viel mehr erfahrt ihr in diesem Video. Viel Spaß dabei. Ja, wie ihr es inzwischen kennt, fange ich mit Real Madrid Castilla an, unserer Nachwuchsmannschaft. Gestern bin ich nicht dazu gekommen, weil wir gestern in dem Video den Sieg gegen Getafe analysiert und beurteilt haben. Ja, was hat Real Madrid Castilla an diesem Wochenende gemacht? Die guten Nachrichten gehen weiter. Real Madrid Castilla hat beim Tabellenletzten Orense, das ist übrigens mein Geburtsort, ja, in der Stadt wurde ich geboren. Trotz alledem habe ich mich gefreut. Real Madrid Castilla hat 3:1 bei Orense gewonnen. Und man muss sagen, noch ohne den Einsatz der U20-WM-Spieler. Die waren noch nicht wieder im Kader. Thiago Pitarch war schon bei der ersten Mannschaft, aber ein Álvaro Arbeloa hat der Mannschaft vertraut, die in den 2 Spielen davor auch gewonnen hatte. Und ja, ein César Palacios hat schon wieder getroffen. Ich lasse mal parallel so ein paar Szenen laufen. Ihr werdet auch einen Elfmeter sehen von Zuniga. Das ist der Stürmer von Real Madrid Castilla. Und viele von euch werden sagen, warte, ich dachte Rachat Fetal, der marokkanische oder in Marokko geborene U20 spanische Nationalspieler, bevor ich mich da vertue, der sollte doch jetzt langsam wieder zurück sein. Ja, es sind leider nicht alles gute Nachrichten bei Real Madrid Castilla. Rachat Fetal, seine Verletzung ähnlich wie bei Endrick, über den wir gleich auch noch reden, ist wieder aufgetreten und er wird bis zum Ende des Jahres kein Spiel für Real Madrid Castilla mehr machen. Ich drücke ihm die Daumen, dass er möglichst schnell wieder fit wird. Álvaro Arbeloa muss ohne seinen besten Stürmer auskommen. Naja, solange César Palacios das Tore-Schießen übernimmt, können wir uns ja da beruhigen. Das bedeutet in der Tabelle, ihr seht, Real Madrid Castilla ist bis auf den 6. Platz hochgegangen mit 4 Siegen und 4 Niederlagen. Wie gesagt, der Saisonstart ohne die ganzen Spieler war natürlich sehr kompliziert. Jetzt sind sie aber schon da, kitzeln an der Aufstiegszone. Solltest du am Ende der Saison sogar Tabellenerster sein, steigst du ohne eine K.O.-Phase auf. Platz 2 bis 5 sind in einer K.O.-Phase gegen die anderen Gruppen der 3. Liga in Spanien. Mal schauen, wie sich unsere Jungs entwickeln. Ja, und ein Junge, der bei Real Madrid Castilla schon gestrahlt hat, fast über allen anderen, war Nico Paz. Unser blonder Zauberjunge, den wir nach Italien, nach Como ausgeliehen haben, hat am Wochenende wieder gezeigt, dass er zurzeit die gefährlichste Waffe im italienischen Fußball ist. Nico Paz ist letzte Saison zum besten jungen Spieler Italiens gewählt worden, oder der italienischen Liga, der Serie A. Und wenn er so weitermacht, wird er diese Saison zum besten Spieler überhaupt der Serie A gewählt.
Und genau das sind die Spieler. Genau das ist, was Real Madrid mit seinen Jugendspielern erreichen möchte. Du leihst die aus und die zerstören eine andere Liga und spielen sich somit natürlich wieder zurück nach Real Madrid. Nico Paz, ich lass mal die Szenen parallel laufen von dem Spiel gegen Juventus Turin, bereitet das 1:0 mit einer wunderschönen Flanke an den langen Pfosten vor, mit seinem zauberlinken Fuß. Lasst euch von der Perspektive nicht täuschen. Ich muss die Szenen, um die euch zu zeigen, muss ich die spiegelverkehrt zeigen. Die Flanke ist mit seinem linken Fuß und das 2:0 übernimmt er selber. Was für unterschiedliche Aktionen, aber was für ein Baller. Die Flanke, man sieht, was der für eine Qualität im Fuß hat, aber auch beim 2:0, was der für eine Qualität auf offenem Feld hat. Im Zweikampf, im Duell, dribbelstark, legt den Ball in die Mitte, schießt den Staub trocken in die lange Ecke. Und derjenige, der den italienischen Fußball kennt, weiß, dass es nicht normal ist, dass eine Mannschaft wie Como Juventus Turin schlägt. Also eine der besten Mannschaften Italiens. Und in dem Fall muss man sagen, Nico Paz hat Juventus Turin quasi alleine geschlagen, wenn man die Statistiken anschaut. Und es kommt nie schlecht, sich daran zu erinnern, was Fabrizio Romano gesagt hat. Hören wir da einmal rein. Real Madrid hat große Pläne für Nico Paz in ihrer Zukunft. Es wird erwartet, dass er in naher Zukunft Spieler von Real Madrid wird, wahrscheinlich schon im Sommer 2026. Real Madrid hat, wie ich euch immer gesagt habe, eine Rückkaufklausel für Nico Paz über 10 Millionen Euro. Ja, nur 10 Millionen Euro im Sommer 2026. In der Zwischenzeit glänzt der Spieler bei Como. Topspieler, Top-Talent. Und Como und der Spieler haben bereits die Möglichkeit abgelehnt, dass Nico Paz im Sommertransferfenster zu Tottenham wechselt. Sie waren bereit, 70 Millionen Euro zu bieten, aber Nico wollte bei Como bleiben, vertraute dem Projekt und Como wollte Nico natürlich ebenfalls behalten. Aber auch Real Madrid hat hinter den Kulissen Druck gemacht, damit Nico nicht wechselt, da sie bereit waren, jedes Angebot für Nico Paz zu überbieten. Sie wollen, dass Nico Paz in Zukunft Teil ihres Projekts wird und so wird es auch kommen. Eine Rückkaufklausel über 10 Millionen Euro für 2026, aber auch die Möglichkeit bzw. die Erwartung, dass Real Madrid und Como eine Einigung über eine Entschädigung erzielen und Nico Paz in naher Zukunft wahrscheinlich schon im Sommer 2026 zu Real Madrid wechseln lassen. Ja, wie gesagt, es ist nie schlecht, sich daran zu erinnern. Ein Fabrizio Romano hat auch letztens das nochmal geretweetet am Sonntag. Also er möchte noch einmal bestätigen, Real Madrid plant weiterhin für nächste Saison mit Nico Paz, mit dem argentinischen Wunderjungen. Mal schauen, wie er sich im Rest der Saison mit Como und natürlich auch bei der WM mit Argentinien anstellt. Also es macht Spaß, diesem Jungen zuzuschauen. Er ist einer der Spieler in ganz Europa, finde ich, der sich am schnellsten entwickelt. Ich bin gespannt, wie wir das nächstes Jahr handeln wollen, wenn wir Arda Güler, Jude Bellingham und Nico Paz haben. 3 der stärksten offensiven Mittelfeldspieler des ganzen Planeten. Naja, die Kopfschmerzen für Xabi Alonso werden nicht geringer werden. Ja, auf jeden Fall freut es mich natürlich für Nico Paz. Gute Nachrichten für den Madridismo. Am liebsten hätte ich Nico Paz morgen schon im Kader. Wieder gegen Juventus Turin. Der hat ja gerade gute Erfahrungen gemacht. Leider funktioniert die Welt des Fußballs natürlich nicht so. Wir schauen uns erstmal unsere Jungs an, die sich auf das Spiel vorbereitet haben. Schaut euch das Training von Real Madrid an. Sí, Blanco. Uno, acábalo. Sigue.
Ja, und diejenigen, die gut aufgepasst haben, die haben da einen gewissen Engländer rumlaufen sehen, einen Trent Alexander-Arnold. Und wie sieht es bei Real Madrid, wie sieht es bei den Verletzten aus? Die neuesten Informationen von gestern Nacht aus Spanien. Hört sie euch an. Morgen könnten grundsätzlich Alexander-Arnold, der heute einen Großteil des Trainings absolviert hat, und Mendy, der bereits letzte Woche und auch diese Woche ganz normal mittrainiert, in den Kader zurückkehren. Offensichtlich wird keiner von beiden in der Startelf stehen, aber sie könnten als Neuigkeit im Kader auftauchen. Und im Hinblick auf das Clásico hofft Xabi Alonso, auf einen der folgenden 3 Spieler zählen zu können: Carvajal, Ceballos und Hausen, die alles daran setzen, rechtzeitig für das Spiel am Sonntag einsatzbereit zu sein. Rüdiger ist ausgeschlossen und offensichtlich auch Spieler, die gestern in Getafe auf der Bank saßen, wie Müller, Vinicius und Asensio. Ich glaube, dass alle 3 am Mittwoch gegen Juve in der Startelf stehen werden, in der wir Valverde erneut als rechten Außenverteidiger sehen werden. Mal sehen, welche Entscheidung Xabi am Sonntag trifft, mal sehen, wie es Carvajal geht, aber nach und nach sammelt der Uruguayer bereits Spiele auf dieser Position. Ja, ihr habt es selber gehört, ein Trent Alexander-Arnold und ein Ferland Mendy könnten theoretisch heute wieder in der Kaderliste von Real Madrid sein. Heute ist sowieso ein spannender Tag für den Madridismo. Zunächst einmal ist natürlich das Abschlusstraining vor dem Spiel morgen gegen Juve in der Champions League. Also ein sehr wichtiges Spiel. Ich habe oft genug darüber geredet, warum. Dann ist heute natürlich auch die Pressekonferenz von Xabi Alonso und einem Spieler. Bin ich mal gespannt, wer da ausgesucht wird. Also, auf jeden Fall ein sehr spannender Tag. Wie ihr gehört, wir schauen uns auch die Kaderliste an. Vielleicht ist ein Trent und ein Ferland Mendy wieder dabei. Für die anderen kommt es noch etwas zu früh. Ein Dean Hausen, ein Dani Carvajal, auch Antonio Rüdiger, der braucht noch am längsten, habt ihr auch gehört. Am Samstag im Clásico sollten hoffentlich Dean Hausen und Dani Carvajal wieder da sein. Ich glaube, die wären sehr wichtig für den Kader. Dean Hausen vielleicht sogar noch ein Stückchen mehr. Sein Spielaufbau ist, glaube ich, gegen Barcelona extrem wichtig, damit Madrid auch die Ruhe am Ball hat, die Sicherheit am Ball. Ein Dani Carvajal ist natürlich vielleicht der beste rechte Verteidiger der Welt, wenn er bei 100% ist, aber ich glaube, Fede Valverde macht da auch einen sauguten Job. Ja, auf jeden Fall hier nochmal eine kurze Übersicht der Verletzungsstände. Wie ihr hört, ein Trent könnte wieder dabei sein, Carvajal wahrscheinlich gegen Getafe, Hausen auch. Dani Ceballos wird es auch anscheinend nicht schaffen gegen Juventus Turin. Sein Ziel ist auch der Klassiker. Rüdiger befindet sich in der 6. Woche seiner Genesung, nachdem er ursprünglich 10 bis 12 Wochen geschätzt wurde. Er wird beim Klassiker nicht dabei sein. Alaba, er beendete die erste Halbzeit des Spiels gegen Getafe mit Beschwerden im rechten Soleus. Morgen Dienstag wird er sich Tests unterziehen, um festzustellen, ob er gegen Juventus spielen kann. Mit etwas Glück ist also David Alaba gegen Juve schon wieder dabei. Und Mendy, habt ihr ja auch schon gehört, das ist so ein bisschen die Übersicht der Krankheitsstände bei Real Madrid. Ja, und jetzt kommen wir zu einem Spieler. Es sind nicht nur alles gute Nachrichten. Man könnte als Madridista denken, hör mal, Spitzenreiter in La Liga, in der Champions League 2 Spiele, 2 Siege, Tabellenzweiter. Also es scheint alles sehr, sehr gut zu laufen. Allerdings gibt es einen Spieler, für den es wirklich nicht gut läuft. Natürlich kommt das auch verletzungsbedingt. Ich rede natürlich über Endrick. Aber es hat natürlich auch damit zu tun, dass ein Xabi Alonso ihn nicht auf der ersten Geige spielen sieht. Formulieren wir das mal so. Der Brasilianer ist einer der einzigen Spieler, der im ganzen Kader noch keine Minute in dieser Saison gespielt hat. Und das, obwohl er schon seit einigen Wochen auf der Ersatzbank sitzt. Am Wochenende in Getafe hat sich eine unschöne Szene abgespielt. Ein Endrick hat sich mit dem Gonzalo und Brahim ab der 66. Minute so warm gemacht. Als Madrid dann das entscheidende Tor gemacht hat oder die Führung geschossen hat, hatten Xabi Alonso sich dafür entschieden, einen Brahim und einen Gonzalo einzuwechseln. Als ein Endrick das gesehen hat und der Physistrainer ihm gesagt hat, komm, geh auf die Bank, du brauchst dich nicht mehr warm machen, hat er gegen eine Wasserflasche getreten, die ist sogar aufs Spielfeld gefallen, dann hat er sie wieder da rausgeholt. Xabi Alonso fand das überhaupt nicht gut, hat das Endrick auch so zu verstehen gegeben. Ja, und ich muss sagen, ich kann Endrick verstehen. Endrick hat ungefähr das gleiche Schicksal, was letztes Jahr ein Arda Güler hatte. Ein Arda Güler
und Endrick hätten letzte Saison beide viel mehr Chancen verdient gehabt. Vor allem, wenn man sieht, wie ein Real Madrid letzte Saison gespielt hat. Aber an Carlo Ancelotti war meiner Meinung nach nicht fair zu Arda Güler und auch nicht fair zu Endrick. Und für den Türken hat sich unter Xabi Alonso alles um 180 Grad gedreht. Aus einem Ersatzspieler ist einer der wichtigsten Spieler, ein Ankerpunkt von diesem neuen Real Madrid geworden. Für Endrick zieht sich das gleiche Schicksal weiter. Er hat sogar, um sich Xabi Alonso zu beweisen, zu früh riskiert, wieder im Kader zu stehen, hat sich dadurch nochmal verletzt, was natürlich ein Schlag in die Magengrube für den Brasilianer war. Und jetzt sitzt er Woche für Woche auf der Bank und ist Spieltag für Spieltag frustrierter. Ich weiß nicht, ob man Xabi Alonso am Samstag einen Vorwurf machen kann, am Sonntag, tut mir leid, gegen Getafe, dass er in Endrick hätte reinbringen können für Gonzalo. Aber dann würden wir hier wahrscheinlich sitzen und sagen, warum hat er denn Gonzalo nicht eine Chance gegeben? Gonzalo hat da bei der Club-WM super performt. Als Xabi Alonso hast du es auch nicht einfach. Du hast da vorne einen Kylian Mbappé, der Dreh- und Angelpunkt von seinem neuen Real Madrid ist. Sein persönlicher Cristiano Ronaldo, glaube ich. Und ein Kylian Mbappé wird, glaube ich, jede mögliche Minute spielen. Dann wartet noch ein Gonzalo und Rodrigo, der da spielen könnte. Die Chancen für Endrick sind sehr, sehr gering. Real Madrid hatte das Endrick schon in der Sommerpause gesagt und ihm gesagt, es ist besser, wenn du dich ausleihen lässt. Aber Endrick hat gesagt, nein, ich möchte mich unter Xabi Alonso bei Real Madrid durchsetzen. Jetzt scheint sich die Meinung zu ändern und jetzt Ehre, wem Ehre gebührt. Der Erste, der das geschrieben hat, ist Pepe Alvarez. Ich blende euch den Tweet ein. Ihr könnt sehen, Endrick wird voraussichtlich im Januar gehen. Der Spieler hat nachgegeben und sich bereit erklärt, einen Leihvertrag anzustreben, der ihm Spielzeit garantiert und ihm die Chance auf die WM-Teilnahme gibt. An einem solchen Deal wird gearbeitet. Also Pepe Alvarez war der Erste, der das veröffentlicht hat. Und kurz danach wurde es auch von El Chiringuito nochmal bestätigt. Hören wir uns das auch zusammen einmal an. Letzte Neuigkeiten im Fall Endrick. Der Fußballspieler hat sich gestern im Coliseo Alfonso Pérez aufgewärmt, aber keine einzige Minute gespielt. Er hat seit 5 Monaten nicht mehr gespielt. Seit dem 18. Mai hat Endrick kein einziges offizielles Spiel mehr im Trikot von Real Madrid bestritten. Sein Plan war es, bis zum Saisonende im Team zu bleiben und zu versuchen, das Vertrauen von Xabi Alonso zu gewinnen. Aber angesichts der aktuellen Situation ist seine Entscheidung gefallen. Er möchte sich im Januar ausleihen lassen, allerdings nicht an einen spanischen Verein, sondern ins Ausland wechseln. Und er ist verletzt, weil er nicht die Gelegenheit hatte, die Qualität zu zeigen, die er bei Real Madrid besitzt. Also auch sie bestätigen, Endrick hat sich entschieden, sich ausleihen zu lassen an keine Mannschaft in Spanien, sondern im europäischen Ausland. Bin ich mal gespannt, welche Liga da in Frage kommt. Ich bin immer ein großer Fan von der Bundesliga. Ich glaube, ein Endrick könnte da Spaß machen, könnte viele Tore schießen. Vielleicht auch in Italien. Frankreich weiß ich nicht. Frankreich hat, glaube ich, 1, 2 gute Mannschaften, aber danach ist das Niveau nicht so hoch. Also ich persönlich würde die Bundesliga oder die Serie A bevorzugen. Premier League wäre natürlich auch für seine Spielweise auch schön anzusehen. Ja, bin ich mal gespannt, welcher Verein für euch in Frage kommen würde. So ein Como mit Nico Pass, habe ich schon mal gesagt, sich einzuspielen, käme gar nicht schlecht. Ja, und jetzt kommen wir zur besten Quelle, die das Ganze auch bestätigt hat. Denn Fabrizio Romano hat heute Morgen vor diesem Video noch getweetet, Endrick wird Real Madrid voraussichtlich im Januar auf Leihbasis verlassen. Gespräche dazu finden bereits statt. Der Brasilianer möchte vor der WM 2026 mehr spielen. Real Madrid ist offenbar offen für eine Ausleihe von Endrick. Ja, also logisch. Real Madrid hat es ihm vorgeschlagen. Natürlich ist Real Madrid offen, aber Real Madrid hat auch klar gemacht, mein Freund, nur ausleihen, keinerlei Kaufoption. Real Madrid plant langfristig definitiv mit Endrick. Wir dürfen nicht vergessen, der Junge ist 19. Ein Kylian Mbappé wird Ende des Jahres 29. Also in 2, 3 Jahren, wenn Kylian Mbappé 31, 32 irgendwann in der Ecke ist Endrick gerade mal 21 oder 22. Dann kommen erst seine besten Jahre. Real Madrid plant langfristig mit dem Brasilianer. Aber ich kann auch einen Endrick verstehen, dass er mit Brasilien zur WM möchte. Er war der beste Stürmer Brasiliens eine Zeit lang, bis er bei Real Madrid einfach keine Minute mehr gespielt hat. Ja, und ich drücke ihm die Daumen, dass er das für die WM schafft. Eine WM ist der Traum für jeden Fußballer. Ich kann den Brasilianer verstehen und ich habe das schon mal vor
einem Monat oder so in einem Video gesagt, oder 3-4 Wochen ist das her, dass das Beste für alle Parteien ist, dass Endrick sich ausleihen lässt. Ich glaube auch, ein Xabi Alonso hat irgendwann ein schlechtes Gewissen, immer auf die Bank zu gucken und das traurige Gesicht von Endrick zu sehen. Uns Madridistas blutet das Herz. Der Junge ist sympathisch, der Junge hat Qualitäten ohne Ende. Er soll die Wochenende für Wochenende zeigen. Er soll irgendeine Liga zerschießen, so wie es Nico Paz in Italien macht und dann als der Stürmer zurückkommen, der in ihm steckt. Das ist meine Meinung. Deine Meinung zu diesem Video hätte ich auch gerne. Also tu mir den Gefallen, geh in die Kommentare, schreib, was du zu diesem Video zu sagen hast, was du zu Endrick zu sagen hast, was du zu Gutis Einschätzung zu Arda Güler und Pedri zu sagen hast, was du natürlich auch zum Rest des Videos zu sagen hast. Wenn du schon mal da bist, lass ein Like da, teilen, Follow da lassen, wenn du es noch nicht gemacht hast. Hypen, hypen, hypen. Wir sehen uns morgen wieder. Da bereiten wir uns auf das spannende Spiel gegen Juve vor. Bis dahin. ¡A la Madrid!